Wir sind in der Großblittersdorfer Straße. Ich gucke mal gerade, Sie nicken. Großblittersdorfer Straße und wir sind bei der Firma Bunk. Die haben nämlich 50 Jahre und hier ist der Marcello. Ich grüße dich ganz herzlich. Ja, hallo Sven. Ja, du selbst bist ja Verkaufsberater, das ist aber schon ein ganz klein wenig untertrieben, denn die meisten Leute, die hier reinkommen, die sehen dich zunächst mal und den Kollegen, oder? Ja, das ist richtig. Mein Schreibtisch ist relativ am Eingang und da lässt es sich nicht vermeiden, dass wir uns dann direkt begrüßen. Ja, hier ist noch ein zweiter Kollege, wenn du dich mal kurz vorstellst. Ich bin der Dennis Schubil, bin jetzt hier schon beim Autohaus Bunk seit 15 Jahren und seit April 2013 sind wir hier am Standort in Saarbrücken. Super, du bist selbst auch Meister? Genau, ich bin Meister, also habe ganz normal auch in der Werkstatt angefangen, dann meinen Servicetechniker gemacht, geprüfter Automobilserviceberater und den Meister auch in der Abendschule. Du siehst noch so jung aus. Ja, danke schön. Ungefähr wie alt bist du? 35 werde ich dieses Jahr. 35 und schon Meister. Das ist natürlich der Schwiegersohn, den man sich wünscht. Ja, 50 Jahre Autohaus Bunk. Was ist das für ein Feeling? Das ist einfach wunderbar, weil wir haben ein Traditionsunternehmen im Saarland, ein inhabergeführtes Unternehmen, das auch im Saarland, sage ich mal, in diesen schweren Zeiten, in denen wir uns jetzt auch gerade befinden, einfach unter Beweis gestellt hat, dass wir immer auf unsere Kunden zählen können. Die sind nämlich das Wichtigste, was wir im Autohaus Bunk haben. Das ist unser Fundus, 50 Jahre Autohaus Bunk. Wir arbeiten mit unseren Kunden sozusagen in Partnerschaft und wir haben gemeinsam diese schwere Zeit auch überstanden. Zum einen, zum anderen ist das Autohaus Bunk bekannt für unschlagbare Preise, unschlagbare Qualität, sei es im Servicebereich als auch bei uns im Verkaufsbereich. Die Verkaufsberatung, die ist sehr umfangreich. Wir bieten einen umfassenden Service von A bis Z, also rund um Mobilität ist das Autohaus Bunk präsent. Und wir unterstützen sehr, sehr gerne unsere Kundschaft, weil wir das als Partnerschaft sehen. So, ich schau mal kurz auf deinen Namen, der klingt ziemlich italienisch. Ja, ich bin sozusagen italienischer Saarländer. Bin hier geboren in Saarbrücken. Meine Vorfahren kommen wie so viele Saarländer aus Sizilien und Sardinien. Und ich spreche perfekt Italienisch, das heißt auch im Verkaufsgespräch oder im Beratungsgespräch auf Italienisch. Neben Serbokroatisch könnte auch noch in Erwägung gezogen werden. Gar kein Problem. So, er sieht nicht ganz so italienisch aus, das heißt, du bist Saarländer? Gebürtig bin ich Ukrainer, also ich bin in der Ukraine geboren worden. Cool. Bin jetzt aber schon auch ziemlich lange in Deutschland, seit 28 Jahren bin ich schon in Deutschland. Ja, also okay, das heißt auch für dich gilt, du sprichst wahrscheinlich Russisch und Ukrainisch? Genau, Russisch, Ukrainisch, beide Sprachen beherrsche ich einwandfrei. Wir haben hier den ersten Plug-in-Hybrid. Ist das richtig hier, der hier? Ja, richtig. Das ist unser neues Prachtexemplar, der Ford Kuga in der Titanium X-Variante mit einem Plug-in-Motor, der alle 4 Plug-in- bzw. Hybrid-Varianten miteinander vereint. Wir werden später noch mal drauf eingehen, auf die Details von diesem Fahrzeug, aber so wie er hier steht, Ford Kuga 2020 und er verspricht auch ein Erfolgsmodell zu werden wie seine Vorgänger. Hast du schon gesagt, ja. Man merkt schon, dass du aus dem Vertrieb kommst, ja. Immer den richtigen Spruch drauf. Das ist schon natürlich für euch in der Werkstatt ein Riesending. Ihr habt das Elektromobilität, das heißt, da darf auch nicht jeder dran schrauben, oder? Nicht jeder, aber wir sind hier beim Autohaus Bunk auch ziemlich gut geschult. Also wir schulen das Personal hier auch immer. Wir sind, was das angeht, immer up to date. Somit ist es auch gar kein Problem, an diesen Fahrzeugen zu arbeiten, zu warten. So wie auch an den Hochvoltkomponenten. Also Elektrozulassung, das ist das große Thema. Das heißt, man braucht eine Prüfung, eine eigene, um an den Fahrzeugen arbeiten zu dürfen, die Elektro haben, richtig? Ganz genau. Also das Werkstattpersonal, wie gesagt, das sind mehrere Stufen, in denen man geschult wird. Und dann hat man, sage ich mal, die Stufe 3, Stufe 2, dann darf man auch an den Hochvoltkomponenten arbeiten. Ja, das ist nämlich so, es ist ein Plug-in-Hybrid, da werden wir gleich mal drauf eingehen. Es ist für euch der erste, oder? Im Moment. Das ist für uns der erste Plug-in, genau. Neben dem Ford Explorer, den wir auch als Plug-in-Hybrid anbieten, ist der Ford Kuga die erste Stufe in die Elektrifizierung bei Ford. Ford Kuga, Explorer, alles als Plug-in und auch beim Autohaus Bunk erhältlich natürlich. Ja, Wahnsinn. Ja, das hier ist ja quasi ein kleiner Geheimtipp, sage ich jetzt mal hier. Ich kenne ja nur Autohaus Bunk in Völklingen, da waren wir gerade eben drehen. Da ist so ziemlich immer die Hölle los, ja. Ihr seid noch nicht so lange hier in Saarbrücken, oder? Also wir sind jetzt, wie gesagt, seit 7 Jahren hier und auf jeden Fall, es ist etwas kleiner, es ist familiärer und wie man im Saarland sagt, das Große entsteht im Kleinen. Das trifft ja bei uns zu, würde ich sagen. Boah, stark. Hier der Marcello, er ist Saarländer, italienischer Abstammung und der Ukrainer, ihr macht das richtig klasse. Emotion pur. Emotion pur. Genau. Nee, ihr liebt Bunk, ihr seid eben reingekommen, ihr habt gestrahlt über beide Ohren. Ist das so das Feeling, was die Leute hier erwartet? Definitiv. Also wir
Wir gehören zu der Mannschaft der ersten Stunde hier in dem Autohaus und wir fühlen dieses Autohaus. Also wir arbeiten nicht nur hier, sondern das ist ein Familienbetrieb für uns und genau das spüren auch unsere Kunden. Trotz 110 Mitarbeiter insgesamt. Insgesamt 110 Mitarbeiter, genau. Wir haben 15 Mitarbeiter hier am Standort und dieser Standort zeichnet sich halt durch diese familiäre Atmosphäre natürlich auch aus, weil wir hier in einem kleineren Rahmen, in Anführungsstrichen, in einem kleineren Standort auch sehr, sehr individuell auf unsere Kunden eingehen können. Sicher, also hier vorne steht schon, ich zeige es mal gerade ganz kurz, wir sind ja hier mitten an der Grenze zu Güdingen, also Güdingen-Alsting ist direkt auf der anderen Seite. Hier vorne steht Service Clientèle Française. Ist hier jemand, der Französisch spricht? Jetzt hier vor Ort nicht. Wir haben extra einen Mitarbeiter, den Herrn Jean-Marie Erbrecht, der ist Der kommt denn hierher? gebürtiger Franzose, genau. Der begleitet die Kunden bei Bedarf von der Beratung bis zur Auslieferung. Ja, schön ist hier natürlich auch die Öffnungszeiten. Ihr seid auch samstags schön erreichbar. Das heißt, wenn ich mal ich komme zum Beispiel aus dem Mandelbachtal oder ich sag mal hier aus Saarbrücken und so weiter, da gibt es ja noch die einen oder anderen, die wissen noch gar nicht, dass ihr hier in Saarbrücken seid. Das seid ihr, also ab und zu erlebt ihr das schon mal, dass die Leute herkommen und sagen, seid ihr neu? Ja, das erleben wir leider Gottes immer wieder. Auf der anderen Seite ist es auch ein schöner Überraschungsmoment, ne? Weil die Kunden haben dann in dem Moment auch die Möglichkeit, sich von uns zu überzeugen. Ja, wir gehen mal kurz rein. Klein und fein, aber so klein seid ihr hier gar nicht. Das ist schon ein recht großes Autohaus. Man kann also umsonst parken hinten im Hof. Das klappt ganz gut. Und es ist sehr, sehr übersichtlich. Hier kennt jeder jeden im Autohaus, oder? Ja, durchaus. Ich werde es ja gar nicht mehr los, der neue Plug-in-Hybrid, ja, den mal zu zeigen. Da vorne ist eine Ladestation. Das ist schon was der Markt verlangt hat, oder? Ja, auf jeden Fall. Also die Zeit ist genau richtig gekommen. Jetzt im Rahmen der Elektrifizierung der Automobilbranche hat Ford als Hersteller natürlich auch ein ganz klares Ziel. Das nennt sich Elektrifizierung der Marke Ford. Und ihr könnt gespannt sein, wir haben noch viel vor. Das hier ist erst der Anfang. Ja, sehr schön. Hat eine ganz schöne Farbe, oder? Ja, das ist eine Sonderlackierung, weiß-metallic. Genau, die schimmert so schön. Man kriegt es gar nicht so her. Man muss eigentlich mal herkommen, muss sich das Ganze mal selber angucken. Ja, ihr seid ein großes Team, das heißt, das Thema Serviceannahme ist euch ganz wichtig. Autos zu verkaufen, das macht der Verkäufer. Anschließend das zweite Auto verkauft wahrscheinlich der Techniker, oder? Ja, fast. Der Service ist auch bei uns sehr wichtig. Wir sind hier, wie schon gesagt, im kleinen Bereich. Man hat hier kurze Wege. Wir haben hier können aber alle Bereiche abdecken, von der Unfallaufnahme, komplett Service, Werkstattbetrieb auch. Also wir decken alle Punkte ab, ob es Windschutzscheiben angeht oder Klima, TÜV, Abgasuntersuchungen, Motoren. Alles, ihr könnt alles. Wir können alles. Wir sind zwar kleiner Betrieb, haben ein recht junges Team in der Werkstatt, allerdings aber schon auch mit einer, sage ich mal, Gesamterfahrung von an die 35 Jahre. Wir hat ein junges, geschultes Team und sehr, sehr motiviert. Ich sag mal gerade davon, der Kollege ist natürlich beschäftigt. Ihr habt im Moment viel zu tun, es boomt wieder nach der Zeit von den Einschränkungen. Die Leute kaufen auf einmal Autos, vielleicht hat es noch ein bisschen was damit zu tun. Der eine oder andere ist ja nicht in Urlaub gefahren, vielleicht hat er ein bisschen Geld übrig. Ja, das kann einer der Gründe sein, das ist natürlich klar. Zum anderen haben wir natürlich jetzt auch sehr interessante Produkte am Markt. Der neue Ford Puma, der neue Ford Kuga, der neue Ford Focus, der Fiesta. Also das sind jetzt alles Modelle, die die gleiche Formsprache sprechen und auch von der Technologie hier auf dem neuesten Stand sind. Das hat die Menschen natürlich neugierig gemacht und wir sind froh, dass es in den letzten Wochen nach diesem Corona-Lockdown endlich mal wieder losgeht und das Geschäft belebt wurde. Ja, der Puma, wir haben schon mal kurz darüber berichtet, in Völklingen, das ist wirklich ein ganz toller Designwurf, er sieht klasse aus, ganz anders muss man sagen. Also die Formensprache wurde ja schon mal eingeleitet durch den Kuga, aber der Puma in der Form, den man so kannte, den gibt es ja nicht mehr. Das ist ein ganz anderes Auto geworden, oder? Richtig, das ist bis jetzt der erste Crossover in dem Segment bei Ford. Das Fahrzeug war ja früher ein Coupé, auch auf Fiesta-Basis. Wir haben bis jetzt, sage ich mal, bei dem neuen Ford Puma auch ein Fahrzeug, das Komponenten vom Ford Fiesta natürlich beinhaltet. Aber meiner Meinung nach, ich bin gestern noch mal mit einem gefahren, es ist einfach ein ganz anderes Fahrgefühl. Und das Raumkonzept, was wir hier in dem Auto haben, das ist phänomenal. Ja, was auch toll ist, Einstieg ist hoch, das heißt immer mehr Menschen, die möchten so leicht drüber stehen. Aber ich sag mal, Bodenfreiheit ist ein bisschen höher. Das hier ist so das, was die Menschen wollen, auch mal auf dem Schotterweg fahren hier im Saarland. Ja, genau, wie der Kollege schon gesagt hat, das ist halt ein Crossover, ist etwas höher und somit auch geländetüchtig. Das würde auch sagen, auch bei uns im Saarland darf man über die Feldwege fahren.
Ja, und das ist ja so, wenn ich einen dicken Bauch habe, kaufe ich mir erstmal ein Ticket fürs Fitnessstudio und das hier ist, ja, aber jetzt mal Spaß beiseite, man ist ja schon mal auf so einem Feldweg und der sieht unglaublich schick aus, oder? Der Puma, also man kennt ja nur den alten Puma, das war für mich immer so, ich sag mal ein Fahrzeug, das haben die jungen Leute gefahren, ja, so, ich sag mal, der Puma war für mich immer so der Inbegriff, so 25 Jahre, sportlich und so weiter, aber das hier ist ein ganz anderes Auto. Das ist ein ganz anderes Auto, also es zeichnet sich wirklich eindeutig ab, dass wir mit dem Ford Puma alle Altersklassen ansprechen, wirklich von jung bis alt und sind alle auch begeistert von dem Auto. Ne? Die brauchen sich nur reinzusetzen. Also erst einmal sehen sie das Auto, da kommt schon der Aha-Effekt durch das Design. Dann steigt man in das Auto ein, erlebt ein ganz anderes Raumgefühl in so einem Fahrzeug. Ist höher, gell? Ein bisschen Ist höher vom Einstieg her, es ist sehr angenehm dort ein- und auszusteigen und der ist insgesamt auch sehr sportlich konzipiert. Ne? Ja, wir machen auf jeden Fall nochmal einen Film über den Puma. Das machen wir jetzt mal. So, jetzt schauen wir uns mal an. Da vorne sitzt noch ein Kollege, der hat gerade eben noch telefoniert. Ich darf dich mal kurz zeigen? Ja, das ist aber nett. Dann komme ich mal kurz zu dir hin. Sonst heißt es nämlich anschließend, ob der und der hier entsprechend nicht mehr arbeitet. Wenn Sie mal gerade so lieb sind, mal kurz zu mir kommen. Ja. Ich will nicht auf Ihrem Bildschirm filmen. Wenn Sie sich mal vorstellen? Ja, Dennis Scholz. Ja. Was ist Ihre Aufgabe hier? Ich bin hier Junior-Verkäufer. Ich bin sozusagen hier Assistenz von Marcello Porta. Ich helfe ihm und wir arbeiten hier schön im Team zusammen. Die meisten Leute kommen ja vorbei. Gibt es Leute, die sagen, ich weiß schon ganz genau, was für ein Auto ich will? Oder gibt es viele, die sagen, ich wollte mich mal umgucken? Es gibt beide. Ne? Also es gibt welche, die haben sich im Grunde sehr mit dem Fahrzeug bereits beschäftigt. Durch Kataloge, im Internet gibt es ja mittlerweile wirklich viel zu sehen. Videos, genau, selbstverständlich. Ne? Und es gibt natürlich auch die wirklich eine Beratung brauchen. Also das heißt, Beratung im Sinne von einer richtigen Analyse. Wofür brauche ich das Auto? Brauche ich einen Diesel? Brauche ich Anhängerkupplung? Wie viel muss ich vielleicht dann ziehen? Diese ganzen Sachen müssen dann halt geklärt werden. Ja, jetzt hat es ja einen kleinen Blick gedauert mit dem Plug-in-Hybrid, jetzt ist er da. Jetzt habt ihr die Antwort, wenn einer kommt und sagt, habt ihr einen Plug-in-Hybrid? Ah ja, auf jeden Fall. Also das ist für uns alle eine Besonderheit auf jeden Fall. Das Auto ist auch eine große Überraschung. Wenn man mit dem Fahrzeug fährt, ist es absoluter Aha-Effekt, ne? Weil die Leistung, die da ist durch diesen Elektromotor beim Anfahren, das macht richtig Spaß. Und gleichzeitig ist man einfach fasziniert vom Verbrauch des Fahrzeuges, wenn man mal ein paar Kilometer fährt. Ja, dann gehe ich nochmal zurück. Das ist ja ein ganz netter Assistent, muss ich sagen. Aber es ist schon so, ihr habt viel zu tun. Man muss Leasinganfragen machen, man muss Finanzierungsanfragen machen. Da ist wahrscheinlich auch eine Bewertung durchzuführen vom Gebrauchtwagen, oder? Ja, durchaus. Dadurch, dass wir mit insgesamt 6 Banken auch zusammenarbeiten, um immer die günstigste Rate und den günstigsten Zinssatz zu ermitteln, haben wir natürlich einen sehr hohen Verwaltungsaufwand. Und das schaffen wir nur gemeinsam. Wir unterstützen uns da gegenseitig und der Dennis ist da die beste Hilfe, die ich mir wünschen kann. Sag mal Hallo. Und dann kommt noch 16% Mehrwertsteuer. Da habt ihr wahrscheinlich viel zu tun gehabt, oder? Genau. Die ganze Bepreisung musste geändert werden. Die ganzen Finanzierungen, ja, ob die neu angefragt wurden, weiß man's? Ja, es gibt Sonderregelungen, da ist es von Bank zu Bank unterschiedlich, wie das gehandhabt wird. Die einen arbeiten über eine Gutschrift, die anderen arbeiten über einen neuen Darlehensvertrag. Wir werden in den kommenden Tagen sehen, wie sich die Banken letztendlich entscheiden. Natürlich immer konform mit dem Gesetzgeber, dass der Kunde nur die 16% Mehrwertsteuer zu zahlen hat. Ich liebe das, mit dir zu sprechen, Marcello, denn er kann wirklich gut reden, das muss man schon sagen. Ja, er ist sehr, sehr vertrauenserweckend. Auf jeden Fall, ja. Okay, super. Das heißt, wenn jetzt jemand bei dir ankommt, du hast auch die Möglichkeit, weil du auch Meister bist, du bist Serviceberater, du kannst dir die Sachen angucken, praktisch, wenn das Fahrzeug entgegengenommen wird. Ihr habt so eine Annahme, eine Dialogannahme auch? Genau, ja. Also, Wo ist sie? also der erste Punkt ist bei uns vorne. Hier können wir sehen, an der Information, da werden die Kunden angemeldet bei uns. Dann haben wir eine schöne Warteecke mit einer Kaffeebar. Da können Sie gerne Platz nehmen und werden dann von uns, von den Serviceberatern abgeholt. Dann gehen wir gemeinsam zu uns an den Arbeitsplatz, Okay. nehmen dann den Auftrag an. Da sind wir 2 Kollegen, hier haben wir Teile und Zubehör bei uns. Ich zeige Ihnen mal ganz kurz, da vorne sitzt er. Das heißt, Teil und Zubehör ganz wichtig, ihr werdet mehrfach am Tag beliefert, gell? Genau, also bis zu 3-mal am Tag werden wir beliefert. Wir arbeiten just in time, also Lagerkosten gibt es keine. Und ich sage es mal so, wenn man Teile schnell braucht, die bekommen Sie bei uns meistens innerhalb von 24 Stunden. Das ist nämlich ganz wichtig, man muss nicht mal alles haben, das spart Platz. Und natürlich der Lagerbestand, ihr müsst ja keine, ich sag mal, Fahrzeugteile jetzt beherbergen, die ihr eventuell mal braucht in Zukunft. Das ist das Thema, ganz große Thema Just in Time. Ja, ihr wart auch zu während der Corona-Zeit, ihr musstet schließen?
Also die Werkstatt nicht, der Service war da. Der Service war da, aber der Verkauf war zu, gell? Der Verkauf war leider zu gewesen, der Service war da. Wir sind auch jetzt immer noch Corona-Zeit und jetzt auch sehr gut ausgelastet. Hier sehen wir unsere kleine, aber feine Werkstatt. Hier sind wir auch komplett mit allem ausgestattet, ob es jetzt die neuesten Klimageräte sind, Klimaanlagen, wir haben Tester. Für die Monteure haben wir auch da hinten einen Touchpanel für dran zu arbeiten. Ja, hier gerade auch ein schöner Mustang, der Kunde hat einen Klimaservice gewünscht. Den Wunsch tun wir dem Kunden natürlich auch erfüllen. Ja, da vorne ist auch noch das ganz neue Kältemittel, R123 4YF. Ist ein bisschen gefährlich, da dürfen nur Leute dran, die Schulung haben, ja? Also Klima generell dürfen nur Leute, die Schulung haben. Ja, gefährlicher. Wenn man sich daran hält, an die Anweisungen, ist es nicht so gefährlich. Das Gerät, das macht relativ viel selbst. Was ist denn so der Punkt, wenn man merkt, so bei einer Klimaanlage, die pustet nicht mehr richtig? Das kann schon nach 2-3 Jahren sein? Das kann sein, sollte aber nicht sein, kommt auch so nicht vor. Also so eher wie jetzt, der Kunde wünscht eine Klimawartung, da wird auch der Pollenfilter getauscht, der Heizungskasten desinfiziert und gereinigt. Dann tut man auch die Klimaanlage absaugen, evakuieren, trockenlegen und nochmal befüllen. Und natürlich auch die Prüfung dann von der Klimaanlage auf die Funktionalität. Ja, in dem Motorraum ist sehr viel Platz. Marcello, wenn du mal kurz zu mir kommst. Das ist die neue Motorengeneration, die wird immer kleiner, oder? Ja, genau, 0 Emissionen. Wir arbeiten natürlich dran hier in der Werkstatt. Jetzt ohne Witz, der Motor ist draußen. Nee, ohne Witz natürlich. Der Motor ist draußen. Der wird, glaube ich, ausgetauscht oder instand gesetzt, genau. Genau, das passiert nämlich auch schon mal. Ford hat unglaubliche Laufleistung, muss man sagen. Also ihr habt Fords hier in der Werkstatt, die haben einige 100.000 Kilometer, bis zu einer halben Million habt ihr hier. Ersatzteil, ich sag mal, Situation, die ist bei Ford wirklich sehr gut. Man kriegt selbst für Fiestas aus den 80er Jahren noch Ersatzteile. Genau, also das Thema Ersatzteile oder generell Teilebeschaffung ist bei Ford so kein Problem. Also wir arbeiten just in time und kriegen auch ziemlich zügig vom Hersteller die Teile auch geliefert. Wie cool, jetzt sehe ich endlich mal, hier kann man reinsteigen. Also hier ist normalerweise der Motor, das geht normal gar nicht, was ich mache, oder? Ja gut, normalerweise nicht. Nee, da hängt der Motor mit der Ölwanne drunter, das Getriebe hängt dann irgendwo dazwischen. Ich kenne mich da zu wenig aus. Das macht nichts. Der Dennis ist hier der Vollprofi, der kann das perfekt erklären. Ich glaube, hier liegt es halt auch daran, wir bei Ford, wir machen eine detaillierte Fehleranalyse, wir machen eine systematische Fehlersuche und da müssen wir halt auch mal einen Motor ausbauen, für das einfach mal zu testen und Absprache mit dem Hersteller in Köln dann halt auch die Maßnahmen zu besprechen, was zu tun ist. Ne? Ganz, ganz wichtig ist, ihr habt nur Originalersatzteile, das heißt, ihr seid dazu verpflichtet natürlich, aber auch aus gutem Grund. Ja. Da kommt bei einem Ford nur Original Ford rein, oder? Ja, natürlich, also Originalteile auf jeden Fall, denn wir müssen ja auch die Garantie und die Gewährleistung dafür geben, dass wir auch diese Teile verbauen und auf unsere Arbeit. Deswegen ist auch sehr wichtig, was wir auch da tun, natürlich nur Original-Vorteile verbauen. Ihr habt einen tollen Service, also wenn ich ihn abgebe, ich kann Dialogannahme machen. Gut, jetzt ist hier der Motor draußen, aber normal wäre jetzt da das Fahrzeug, ihr könnt unterm Fahrzeug, über dem Fahrzeug, wenn der Kunde das will. Aber ihr habt auch einen Videoservice. Das bedeutet, wenn irgendwas passiert, das heißt, ihr stellt fest, während der Reparatur oder dem Service, da ist irgendwas. Und der Kunde will das sehen. Ihr könnt wirklich über Video arbeiten, live. Genau, wir haben einen Videocheck, bieten wir an. Und dann mit dem Videocheck können wir dann am Fahrzeug direkt dem Kunden zeigen, jetzt sind die Bremsen verschlissen. Du schau mal, die liegen fast Eisen auf Eisen, können da auch einen Kostenvoranschlag hinzufügen. Und dann kann der Kunde sich das ansehen und dann entscheiden, okay, ich lasse es machen oder nicht. Aber das mit dem Videocheck klappt sehr, sehr gut. Das weckt auch Vertrauen und eine Transparenz ist das, was halt manchmal so bei den Handwerkern, sage ich mal, nachgesagt wird. Was? Es wird den Handwerkern nachgesagt, die wollen nur Geld verdienen. Ja gut, das ist unser Geschäftszweck. Ne? Ein Autohaus existiert ja, um Geld zu verdienen. Aber Spaß beiseite. Also dieser Videocheck, ich bin also hellauf davon begeistert, weil es wirklich bei Ford einmalig ist, dass es sowas gibt. Und ich kenne persönlich auch keinen Mitbewerber, der das macht. Also das musst du mal live sehen. Ne? Also der Dennis, der geht mit der Kamera, geht er dann ums Auto rum, zeigt dem Kunden detailliert, wie viel Millimeter seine Bremsscheiben noch haben, fügt einen Kostenvoranschlag hinzu und der Kunde kann in der App bzw. in der E-Mail, wo er dann auf eine Seite weitergeleitet wird, bestätigen, ob er diesen Kostenvoranschlag so akzeptiert und wir die Reparatur so ausführen dürfen. Also mehr Transparenz geht schon immer. So, ich zeige mal da vorne, da ist ein Tester, davon habt ihr 2? Nein, wir haben 3. 2 sind hier, einer ist noch beim Kollegen am Arbeitsplatz. Das sind unsere Tester für die Diagnose. Sind alle auf dem aktuellsten Stand. Hier haben wir noch einen Abgastester für die Abgasuntersuchung durchzuführen. Also wir machen hier im TÜV auch TÜV- und Abgasuntersuchungen. Da ist die DEKRA bei uns im Haus und tut uns vertreten.
Das ist ja ziemlich schnuckelig im Vergleich zu Völklingen hier. Das heißt, alles sehr übersichtlich, oder? Alles übersichtlich, aber der Vorteil ist, wir haben ja kurze Laufwege. Man hat auch direkt, wenn man was hat, ist man direkt auch beim Serviceberater oder Serviceberater auch hier. Also hat das seine Vorteile. Also die machen das schon sehr gut in Völklingen, aber hier ein anderes Flair, sage ich mal so ein bisschen. Also eigentlich wäre ja der Hauptsitz dann in Saarbrücken, ist ja die größere Stadt und nicht in Völklingen. Jetzt muss man mal sagen, Völklingen und Saarbrücken ist so nah dran, dass natürlich auch viele aus Saarbrücken, die fahren nach Völklingen im Moment noch, oder? Ja, durchaus. Also wir sind ja ein Autohaus. Ne? Also die Qualität, die wird in beiden Autohäusern, die ist gleichwertig. Ne? Ob sie zu uns kommen oder nach Völklingen fahren. Aber es ist gerade so in dem Grenzgebiet, wir sind jetzt hier in Saarbrücken, eigentlich am Ende von Saarbrücken. Und gerade so, was in die Stadtmitte geht, die kommen dann gerne hierher. Aber wenn es halt Richtung, sag ich mal, Mahlstadt geht, Burbach, Rodenhof, so die zentrale Lage, die fahren schon auch mal nach Völklingen, weil sie halt aber auch den Standort in Saarbrücken noch nicht kennen. Ja, wenn ich aber jetzt hier aus Alsting wäre, aus Großblie, aus ich sag mal Saarbrücken-Stadt, aus Güdingen, aus dem Mandelbachtal, dann, ich muss doch praktisch hierher kommen. Ich muss euch beide doch kennenlernen, ne? Selbstverständlich, auf eine gute Tasse Kaffee. Ja, erstmal vielen, vielen Dank, stellvertretend für alle. Wir werden gleich mal eine Probefahrt machen mit dem neuen Kuga Plug-in Hybrid. Hier vorne steht es auch schon mal drauf. Da ist es. Und wenn auch Sie Interesse haben, ja, kommen Sie vorbei beim ganzen Team. Wie viele Leute? 15 hier? Wir sind 15 Mitarbeiter und 4 Auszubildende. Ja, toll. Vielen, vielen Dank euch beiden. Ja, sehr gerne. Danke.